Hallo meine lieben Freunde, ich habe ja neulich bereits den Ankündigungsvlog gemacht. Jetzt sind wir im Hamada International Airport in Doha. Und das heißt, es geht erneut auf große Reise. Hashtag Family Travels bekommt neue Episoden. Yay! Wo es uns in den nächsten knapp 5 Wochen hin verschlägt und was wir da so erleben werden, let's find out. Kuala Lumpur. Schön wieder hier zu sein. Die Wahl für unseren Asien-Hub und damit unseren ersten Stopp war zwischen Bangkok und Kuala Lumpur. Letztendlich hat sich diese aber zugunsten von KL entschieden. Don't get me wrong, Bangkok, absolut geile Stadt, I love it. Aber dann doch eher monokulturell. KL dagegen ist so eine Metropole, die man als Mensch wohl als multiple Persönlichkeit beschreiben würde. Und das meine ich ganz im positiven Sinn. Koexistenz und gegenseitige Akzeptanz. Aber jede Kultur bewahrt dabei ihre eigene Identität und bringt ihre eigenen Einflüsse mit. So, wie es sein sollte. Und das ist einfach geil. Chinesisches Flair trifft hier auf indische Tempel und arabische Geschäfte und Händlerkultur. Das letzte Mal ist ja jetzt tatsächlich bereits 5 Jahre her und wir sind natürlich gespannt, was und wie es sich in der Zwischenzeit hier verändert hat. Aber erstmal zeige ich euch unser Kondo. Wir sind erneut untergekommen in den Robertson Residences, exakt so wie 2020. Naja, fast, denn diesmal gute 10 Stockwerke weiter oben, nämlich auf der 42. Leider ohne Balkon. Dafür aber mit Dachterrasse und diesem absolut geilen Panorama-View, den wir hier im Intro gesehen haben. Der Ausblick aus der Wohnung selber ist daher auch gar nicht so schlecht. Ja, und auch wenn man tatsächlich in KL noch Value for Money bekommt, so war das hier preis-leistungsmäßig dann doch einfach wieder das beste Angebot. 2 Schlafzimmer, eine kleine, aber diesmal sogar ausgestattete Küche und sogar eine Waschmaschine. Riesiger Pool unten zwischen den Türmen und ein kleiner auf dem Dach. Shops für den nötigsten Bedarf direkt unten vor dem Gebäude. Alles, was man braucht. Aber vor allem die Lage zwischen Bukit Bintang und Chinatown hat die anderen, doch vielleicht mehr fancy Unterkünfte dann einfach ausgestochen. Denn hier können wir viel zu Fuß machen, ohne das Risiko einzugehen, im Taxi in der Rush Hour im Stau zu stehen. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein ins Video. Let's go! Was sie hier besonders mögen, ist dekorieren. Was man an den Shopping Malls hier in Bukit Bintang und besonders an der Pavilion Mall sieht. Beim letzten Mal, wo wir hier waren wir ja kurz vor Chinese New Year hier. Dieses Mal sind wir kurz vor Ende des Ramadan. Pünktlich zum Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens. Ja, so ist es mit dem Mix der Kulturen. Und vor allem gastronomisch gibt es hier in Kuala Lumpur eine Menge zu entdecken. Denn wenn man fremde Kulturen kennenlernen will, dann geht das in erster Linie auch übers Essen. Wie zum Beispiel auch ganz zufällig direkt an unserem Ankunftsabend.
Gerade mal 2 Stunden hier in Kuala Lumpur angekommen, runter auf die Straße, auf der Suche nach was zu essen, stolpern wir in diese Seitenstraße, finden so einen indischen Tempel, gucken da mal so ein bisschen und werden direkt eingeladen zum Essen. Anscheinend machen die das hier jeden Abend. Ist gut fürs Karma oder so. Ne? Aber hey, warum nicht? Jetzt sind wir aber erstmal unterwegs Richtung Chinatown, Richtung Petaling Street, zu einem gewissen Food Court, wo wir das letzte Mal mit besagtem kulinarischen Kulturaustausch bereits eine Menge Zeit verbracht haben. Heute Nachmittag hat es schwer angefangen zu gewittern und auch die Prognose für die nächsten Tage ist leider nicht allzu rosig. Hoffen wir mal, dass es sich zumindest für heute Abend noch ein wenig hält. Also hier auf der Petaling Street hat sich zumindest schon mal gar nichts geändert. Außer dass es gefühlt noch wesentlich mehr Stände sind, die aber prinzipiell alle die gleichen gefälschten Waren verkaufen. Insofern, ja, einmal da gewesen, einmal drüber gelaufen. Allzu viel verpasst hat man nicht. Gehen wir also jetzt Richtung Foodviertel. Welcome to Tank City